bist ja noch viel süßer, als ich dachte. Sie werden absolut keine Umstände mit Johannes haben, das verspreche ich Ihnen. Ich kümmere mich um alles selbst. Ich denke nicht, dass das erforderlich ist. Ich darf doch. Aber wenn Johannes auf dem Schloss wohnt, dann kann ich doch selber für ihn sorgen. Frau von Anstetten, das Jugendgericht hat Ihnen das Sorgerecht für Ihr Kind ab und mir vorläufig zuerkannt. Selbstverständlich können Sie gegen diese Entscheidung Einspruch einlegen. Allerdings mit wenig Aussicht auf Erfolg. Natürlich dürfen Sie auch weiterhin die festgelegten Besuchstage mit Johannes verbringen. Aber In der übrigen Zeit bitte ich Sie, sich sowohl von den Privatträumen meiner Familie als auch von Natalie fernzuhalten. Wenn ich dann bitten dürfte. Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern, als wäre es mein eigener Sohn. Bitte. Elisabeth, du hast dich von Johannes beurlauben lassen, um mich gesund zu pflegen. Und er hat dir versprochen, deine Stelle für dich freizuhalten. Ich habe ihm selber vorgeschlagen, mir eine neue Stelle zu suchen. Nachdem er deiner Vertretung nicht kündigen will. Einer alleinerziehenden Mutter. Also ich finde, das ehrt Johannes, dass er sich Gedanken darüber macht und sie nicht einfach so knallhart auf die Straße setzt. Und du bist sicher, dass sie nicht nur etwas jünger und billiger ist als du? Anna, das ist eine böswillige Unterstellung. Die Dame musste doch wissen, dass du bald zurückkommst. Und Johannes kann ihr keine neue Stelle verschaffen? Nein, in Johannes' Firma ist erst im Aufbau begriffen und die Zahl der Assistentenstelle ist begrenzt. Arno, bitte. Bitte, ich finde es ja ganz lieb, dass du mir helfen willst. Aber ich finde eine neue Arbeit, ganz bestimmt. Bitte halte dich da raus, bitte versprich mir das. Hi, wie läuft's denn so? Alles okay? Du hast dich gar nicht gemeldet. Ich hatte ja auch viel um die Ohren. Hast du nachher vielleicht Lust auf einen Milkshake im No Limits? Warum nicht? Super. Langsam solltest du der kleinen Anne echt mal sagen, dass der Liebesbrief nicht an sie war. Nee, klar, damit dann die ganze Schule weiß, dass ich was von meiner Französischlehrerin will. Es ist trotzdem unfair. Mann, sie kommt dir bald mit einem Verlobungsring. Keine Sorge, ich mach schon früh genug Schluss. Abgesehen davon findet sie Siebert bestimmt auch nicht toll, wenn sie euch beim Knutschen erwischt. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Bonjour, Monsieur Dame. Qu'est-ce que c'est? Kein Grund zu lachen. Schön, dass Sie noch an die Liebe glauben. Trotz unserer Lektüre der Liaison dangereuse. So, kleiner Mann, jetzt ist Zeit für deinen Mittagsschlaf, hm? Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Vater hüt die Schar. Die Mutter schüttet das Bäumelein. Was wollen Sie? Ich wollte meinen kleinen Schatz nur noch mal sehen. Sie haben hier absolut nichts verloren. Hannes kommt langsam in die Fremdelphase und da dachte ich... Johannes und ich, wir verstehen uns prima. Ich singe ihn nicht zum ersten Mal in den Schlaf. Aber er hat doch irgendwas. Ja, er ist müde und wie Sie sehen, kümmere ich mich gerade darum. Sie wollten doch unbedingt, dass Graf Lahnstein das vorläufige Sorgerecht übernimmt. Leider haben Sie sich verkalkuliert. Haben Sie wirklich erwartet, dass er Ihnen einfach so das Kind überlässt? Wenn Sie nicht dazwischen gefunkt wären, dann... Dann wäre Hannes jetzt bei einer Pflegemutter.
So wächst er wenigstens im Kreise der Familie auf. Das ist doch in Ihrem Sinne. Sie miese kleine Heuchlerin. Ihnen geht es doch nur um Rache, weil ich mit Ansgar ein Kind habe. Und das alles auf Kosten meines unschuldigen Sohnes. Es reicht jetzt, der Kleine will endlich schlafen. Ich dachte schon, ich komme mal wieder zu spät. Aber anscheinend passen wir beide optimal zusammen. Oh, hallo Frau Siebert. Hallo Anne. Hallo Paul. Hast du was gegen die Siebert? Nein. Wie kommst du darauf? Nur so. Die ist doch echt in Ordnung. Was sie heute Nachmittag über die Liebe gesagt hat. Stell dir mal vor, die Asemeier hat das Herz auf der Tafel entdeckt. Ich werde doch garantiert wieder drauf rumgeritten. So wie auf deinem Liebesbrief. Wahrscheinlich. 3 Hübschen, was fehlt euch zur Verkommenheit? Ein Bananenshake. Und für mich ein Wasser. Du, über den Brief wollte ich mit dir reden. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Wie? Du wolltest gar nicht, dass die Asemeier einen auf Briefträger macht? Oder wolltest du mir den Brief etwa gar nicht geben? Du hättest dich nicht getraut? Dann hatten wir ja sogar richtig Glück, dass die Asemeier dich erwischt hat. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Ich hätte mich nämlich von allein auch nie getraut, dich anzusprechen. Das meinte ich eigentlich nicht. Paul? Was wolltest du mir denn eigentlich sagen? Auch mal nett, ein ruhiges Abendessen ohne Kinder. Das aus dem Mund meiner Tochter, die sich nichts sehnlicher wünscht als ein Baby. Ich bin jedenfalls froh, dass wir endlich mal wieder Zeit hatten, zusammen zu essen. Langsam habe ich das Gefühl, bei all der Aufbauarbeit für Vaters neue Firma, ich komme zu überhaupt nichts mehr. Ehrlich, Elisabeth, wir vermissen dich sehr. Dein Organisationstalent, dein Blick für das Wesentliche. Dein Vater hat doch bereits für Ersatz gesorgt. Die Vertretung? Die Gute, die bemüht sich sehr, ist aber kein vollständiger Ersatz für deine Frau. Ich hoffe sehr, dass du bald wieder einsteigst. Möchtest du noch ein bisschen Nachtisch, Arno? Nein. Na gut, umso mehr bleibt für die Kinder, wenn sie später nach Hause kommen. Also ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich noch Zeit habe, mich um Arno kümmern zu können, bis er wieder richtig auf dem Damm ist. Natürlich. So. Lass nur. Du hast gekocht und wir räumen ab. Elisabeth, ich habe versprochen, Johannes nicht zur Rede zu stellen. Aber dass du jetzt und hier meiner und seiner Tochter ins Gesicht lügst, um ihn in Schutz zu nehmen, das geht zu weit. So, dein Bananenshake. Danke. Ich verstehe gar nicht, wie du darauf kommst. Der Brief war kein bisschen peinlich. Fandest du nicht? Quatsch. Der war super romantisch. Ich habe noch nie so einen schönen Liebesbrief bekommen. Weißt du, was ich noch total süß an dir finde? Du bist der Schwarm aller Mädchen in der Stufe. Aber du traust dich nicht einmal, mich zu küssen. Oh Gott, entschuldige. Sorry, nichts passiert. Hm? Gregor. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Komm, schlaf auch du. Das klingt ja erbarmungswürdig. Was hat er denn? Die Zähnchen. Hey, kleiner Mann. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. So geht's mir immer, wenn ich zum Zahnarzt muss.
Hey, wie hast du das denn gemacht? Tja, Du wärst der perfekte Vater. ja, das glaube ich langsam auch. Sag mal, gibt's was Neues von Ansgar? Ja, er freut sich sehr, dass du dich um Hannes kümmerst. Alles andere ist weniger erfreulich. Seine Assistentin, diese Kitty Kübler, ist tatsächlich über alle Berge. Ich hab's geahnt. Deine Fotos wären der beste Beweis gewesen, dass sie mit Tanja zusammengearbeitet hat. Und Ansgar bleibt weiter in U-Haft. Wir müssen ihn da rausholen, Lars. Hey, kleiner Mann, du sollst doch schlafen. Und wenn du ihn auf den Arm nimmst? Das mache ich doch schon den ganzen Abend. Das bringt überhaupt nichts. Und wenn du Tanja fragst? Auf gar keinen Fall. Ich meine, sie als Mutter kennt doch ihr Kind am besten. Vielleicht hat sie einfach nur einen Tipp. Lars, Hannes Zahn. Tanja kann auch nicht mehr machen als ich. Entschuldige bitte die späte Störung, Johannes. Elisabeth. Danke, Inga. Arno hat dir deine Erklärung nicht geglaubt. Mehr als das. Er hält dich für einen rücksichtslosen Chef, der mich wegen einer jüngeren und billigeren rauswirft. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten, dir sofort die Freundschaft zu kündigen. Aber er hätte ja einen Grund dazu. Paul habe ich gesagt, ich möchte mir eine neue Stelle suchen. Carla habe ich vorgemacht, ich würde mich noch um Arno kümmern müssen. Es gibt Menschen, die koordinieren ihre Ausreden geschickter als Ich du. bin eine hundsmiserable Lügnerin. Du, ich bin da auch nicht so toll. Aber manchmal würde es helfen. Soll ich sagen, dass wir uns verliebt haben, dass ich davonlaufen möchte und deshalb bei dir gekündigt habe? Elisabeth, bitte beruhige dich. Wir finden eine andere Erklärung. Es gibt nur eine Lösung. Du musst mich wieder einstellen. Eifersüchtig, die Siebert. Davon träumst du. Doch, 100%ig. Und weißt du, was das heißt? Dass du langsam komplett abdrehst. Nein, dass Anne mich noch liebt. Als sie mich letzte Woche mit der kleinen Anne gesehen hat, dachte ich, so, jetzt ist alles zu spät. Aber jetzt kann ich dir Bastian, sagen... was glaubst du denn, was dir deine kleine Racheaktion bringt? Wie Racheaktion? Na, was soll die Siebert denn denken? Du knutschst mit der kleinen Anne rum, nur um der großen Anne zu zeigen, dass sie dich mal kann. Ja, das hat sich so ergeben. Ach, und du hast die Gelegenheit ganz unschuldig ausgenutzt, ja? Weißt du, als Frau würde ich jetzt denken, Macho-Schwein. Am meisten tut mir die kleine Anne leid. Du wolltest mit ihr Schluss machen. Ja, das war einfach nicht der passende Moment. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Wann kapierst du das denn endlich? Um mit jemandem Schluss zu machen, ist immer der falsche Moment. Schmink dir deine Anne endlich ab. Es passiert sowieso nicht, dass eine Lehrerin eifersüchtig auf eine Schülerin ist. Eifersüchtig? Auf deine Schülerin? Ich komme mir auch bescheuert vor. Na komm. Der hier geht aufs Haus. Ich dachte, du bist froh, dass Paul dir nicht mehr auf die Nerven geht. Bin ich ja auch. Einerseits. Wenn es noch länger so gegangen wäre. Irgendwann wäre es doch rausgekommen. Und meine Arbeit ist mir verdammt wichtig. Tja, andererseits kommst du dir ganz schön veralbert vor, was? Naja, Paul hat schon ein ziemliches Drama gemacht. Und mir ist es ja auch nicht ganz leicht gefallen, als es dann so plötzlich aus war. Jetzt hat er schon die nächste. Jungs in dem Alter. In deinem Alter sind sie auch nicht besser. Eigentlich ist es ja alles noch ganz glimpflich abgelaufen. Wir müssen uns Anne als glücklichen Menschen vorstellen. Camus. Mhm. Aber das Zitat geht nicht ganz anders. Hauptsache es hilft. Wenn du meinst. Von wegen eifersüchtig. Danke, Inga. Brauchen Sie sonst noch etwas? Ich habe alles probiert. Salbe aus der Apotheke, gekühlter Beißring. Hannes hat nicht eine Stunde durchgeschlafen. Vielleicht legen Sie sich später noch mal hin.
Wahrscheinlich vermisst du einfach nur deinen Papa. Hm? Soll ich dir was verraten? Ich auch. Aber ich verspreche dir, ich hole ihn ganz bald nach Hause. Was wollen Sie denn schon wieder? Ich habe Johannes schreien gehört. Vielleicht ist es was Ernstes. Bitte lassen Sie mich nach ihm sehen. Nein. Können Sie sich vorstellen, was für eine Quälerei das für eine Mutter ist? Eine Mutter, die ihrem Sohn mutwillig den Vater nimmt? Eine Mutter, die nur das Beste für ihr Kind will. Ich habe Nein gesagt. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Es geht hier aber nicht um Sie, es geht um mein Kind. Vielleicht beruhigt er sich, wenn ich ihn nehme. Wenn Sie hier nicht so einen Stress machen würden, dann wäre der Kleine schon längst eingeschlafen. Verschwinden Sie. Ich hab satt, dass Sie mich ständig belauern. Telefon für Sie, Herr Graf. Danke Arno sehr. Brandner. Schön von dir zu hören, Arno. Wie geht es dir? Zumindest brauche ich keine Rundumbetreuung durch Elisabeth mehr. Ich möchte mich übrigens bei dir bedanken, dass du sie wieder einstellst. Ich bitte dich, wir hatten noch vereinbart, dass Elisabeth jederzeit wieder einsteigen kann. Trotzdem, hast du nicht Lust, die Tage mal vorbeizukommen zum Abendessen? Du, sehr gern, aber weißt du, ein Terminkalender, der spielt im Moment völlig verrückt. Ja, an solche Zeiten erinnere ich mich dunkel. Weißt du was, ich mache mit Elisabeth etwas aus. Ich sehe sie ja jetzt wieder öfter. Gute Idee. Also, dann frohes Schaffen. Und dir noch weiter gute Besserung. Danke. Nein, es macht mir keinen Spaß, einen Freund zu belügen. Hältst du es denn wirklich für eine gute Idee, dass Elisabeth wieder für dich arbeitet? Ja gut, am Anfang wird das sicher etwas schwierig werden, aber wir werden lernen, damit umzugehen. Schließlich sind wir erwachsene Menschen. Na klar. Ja? Frau Brandner ist da. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Elisabeth. Morgen, Frau Brandner. Ich fand's gestern schön mit dir. Ich habe heute Nacht sogar von dir geträumt. Echt, ja? Wir waren zusammen im Skiurlaub. Und plötzlich kam eine riesige Lawine. Ein Albtraum? Nein. Ich war schon fast vom Schnee begraben. Aber dann kamst du. Mit deinem Snowboard auf der Lawine geritten. Hast mich zu dir aufs Brett gezogen. Und mich gerettet. Du warst mein Held. Braucht ihr eine extra Einladung für frisch Verliebte? Deine Firma expandiert ja im Eiltempo. Bald machst du Ansgars Lahnstein Holding den Rang streitig. Ja, der Erfolg ist schon schön. Und ich habe ein gutes Team. Vieles kenne ich ja gar nicht mehr wieder. Komm, übertreib nicht. Du wirst dich ganz schnell wieder einfinden. Hier, sieh dir das mal an. Oh, neue Investitionsfelder? Alternative Energien. In den vergangenen Jahren gab es zwar immer wieder Rückschläge, aber langfristig gesehen ist der Bereich sehr interessant. Ich bin ja keine Juristin, aber Paragraph römisch 6? Du hast den Knackpunkt sofort gefunden, wie immer. Also ich, Also ich würde hier... Also ich dachte, wir könnten römisch 6 erweitern. Ja, dann halten wir uns eine Ausstiegsmöglichkeit offen und verringern das Verlustrisiko. Genau. Ja, ich denke, bis morgen bin ich wieder auf aktuellem Stand. Und dann kann ich wieder voll einsteigen. Und Ansgar lässt dir ausrichten, du sollst dich unbedingt vor Tanja in Acht nehmen. Hey, lass doch nicht stören. Tanja hinterher zu spionieren, das ist viel zu gefährlich. Ansgar meinte, du hilfst ihm schon genug damit, wenn du dich um Hannes kümmerst. Hört, hört, das sind ja ganz neue Töne von meinem Bruder. Der Aufenthalt in der U-Haft scheint ihm sichtlich gut zu tun. Ich werde beweisen, dass Ansgar unschuldig ist. Und dann sieht Tanja Hannes nur noch an ihren Besuchstagen. Vor ein paar Wochen warst du aber noch überzeugt von ihren Mutterqualitäten. Da hat sie immer noch kein Kokain untergeschoben. Und jetzt soll's der Kleine ausbaden? Das hat Tanja mir auch schon vorgeworfen. Lass dir doch von Tanja kein schlechtes Gewissen einreden.
Das willst du doch nur ausnutzen. Oh, bitte schlaf weiter. Woher hat er denn plötzlich eine Spieluhr? So, nach der Pause machen wir mit den Übungen zum Subjunktiv weiter. Kommst du mit raus? Nein, ich muss noch was mit Konstantin bequatschen. Was Interessantes oder willst du nur deine Ausreden mit mir abstimmen? Ach, Paul, haben Sie einen Moment für mich? Das klingt nach Donnerwetter. Oder nach Eifersuchtsdrama. Du hast dich ja schnell damit abgefunden, dass aus uns beiden nichts wird. Ich freue mich für dich. Eine Anne in deinem Alter passt doch viel besser zu dir. Das ist nicht dein Ernst. Natürlich. Ich hoffe, dass wir ab jetzt ganz normal miteinander umgehen. So wie Schüler und Lehrerin eben. Du bist eifersüchtig. Jetzt geht's dir wieder gut, wo deine Mami da ist, oder? Ja, mir auch. Ui, du hast ja eine ganz volle Windel. Ups, lass mal liegen. Sie haben es so gewollt. Ich werde Graf Lahnstein und das Jugendamt informieren. Machen Sie das, dann kann ich mich gleich über die Betreuung beschweren. Statt sich rumzutreiben und meinen Sohn einfach schreien zu lassen, hätten Sie ihm mal eine neue Windel machen können. Das habe ich vor einer halben Stunde getan. Im Übrigen hat der Kleine nur geschrien, weil er Zähne kriegt. Sie haben doch absolut keine Ahnung von Kinderpflege. Sie sind ja nicht mal in der Stande, selbst ein Kind auf die Welt zu bringen. Verschwinden Sie. Raus hier. Ich will mein Kind haben. Miststück, verschwinden Sie. Was bildest du dir überhaupt ein? Du hältst dich wohl für unwiderstehlich. Das mit uns, das war doch viel mehr als ein One-Night-Stand. Offensichtlich ja nicht. Ach, du meinst wegen der kleinen Anne? Ich will nichts von ihr. Das war doch eher eine Art Unfall, damit das mit uns beiden nicht auffliegt. Du bist die Einzige, die ich liebe. Ich denke die ganze Zeit an dich. Und dir geht's genauso. Egal, was du jetzt sagen willst. Hey, wir lieben uns. Und es macht doch keinen Sinn, sich dagegen zu wehren.